Ahoi, schön, dass du da bist. Heute ist Nikolaus und dafür habe ich mir was Besonderes überlegt. Mit diesem Video möchte ich mich bei der kreativen Hexe Kati bedanken. Den Link zu ihrem Kanal packe ich euch natürlich in die Beschreibung. Liebe Kati, vielen Dank für deine anhaltende Unterstützung und lieben Kommentare unter meinen Videos. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Du hattest dir die Farben Petrol, Indigo und Magenta gewünscht und bei Petrol muss ich Tatsache erstmal kurz googeln, wie ich das am besten anmischen kann. Und ich habe mich auch heute dafür entschieden, den Föhn zu benutzen, den ich übrigens aus Versehen während des Bildes in die Farbe getunkt habe. Also, falls ihr auch den Föhn benutzen möchtet, passt da auf, dass ihr nicht zu dicht und zu nah ans Bild rangeht und euch den Föhn damit versaut. Die Technik war für mich auch eine kleine Herausforderung, deswegen werde ich damit auf jeden Fall noch weiter üben. Und wie immer werde ich euch natürlich später zum nassen und trockenen Ergebnis ganz nah mit dran nehmen. Und ihr könnt hier schon sehr schön sehen, wie gut die Farbe fließt. Ich habe mich heute auch wieder für eine weiße Basis entschieden, denn Petrol und Indigo sind schon sehr dunkle Farben. Und da wollte ich einfach, dass es nicht einfach so ein dunkler Matschhaufen wird, sondern einfach mit dem Weiß da drin das Ganze noch ein bisschen lebendiger gestalten. Und ich finde auch hier kommt das Magenta auch schon sehr schön raus. Ich musste öfter ein bisschen nacharbeiten, bis ich ein Ergebnis erzielen konnte, was mir gefällt. Und auch hier hat die Trocknung ein paar Tage gedauert und ich finde es wichtig, dass man auch ein bisschen Abstand zu seinen Werken nimmt, um später nochmal mit einem neuen, frischen Auge draufzuschauen und dann zu entscheiden, ob es dann wirklich fertig ist. Und ich empfehle euch auf jeden Fall, wie immer, genug Farbe anzumischen, damit ihr im Laufe des Prozesses dann auch nochmal hier und da ein paar Kleinigkeiten gegebenenfalls nacharbeiten könnt. Ja, und ansonsten werde ich euch jetzt mit dem Rest ein bisschen allein lassen. Wir sehen uns gleich zum trockenen Ergebnis wieder. Dann habe ich noch ein paar Worte für euch. Bis dahin ein bisschen entspannte Musik. So, kommen wir zum trockenen Ergebnis. Ich hatte mich erst ein bisschen geärgert, dass nicht alles so schön geworden ist wie diese linke Seite oder der Bereich hier unten. Der gefällt mir auch sehr gut. Allerdings im Nachhinein betrachtet, finde ich, passt dieses Bild sehr gut zu unserer kreativen Hexe.
Denn der Mittelteil hier wirkt auf mich einfach wie ein Fluss aus Kreativität und hin und wieder wird dann einfach mal etwas an uns Künstlerufer gespült und sorgt dafür, dass wir einfach weitermachen können und uns auch die Ideen nicht ausgehen. Ich nehme euch jetzt noch mal ganz nah mit ans Endergebnis. Hier haben sich ein paar Punkte gebildet. Das kann unter anderem daran liegen, dass ich die Farben erst ganz kurz vorher angemischt hatte und dann natürlich noch entsprechend viele Luftbläschen mit drin gewesen sind. Es ist jetzt aber auch gar nicht schlimm, denn ich finde auch das fügt sich sehr gut in das Gesamtbild ein. Ja, damit sage ich vielen Dank. Abonniere gerne meinen Kanal, lass mir einen Kommentar und ein Like da. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.